Welsch ist der Meinung, dass sich ein und derselbe Sachverhalt, das heißt der Mensch, in einer anderen Sichtweise völlig anders darstellen kann, aber den Menschen gibt es nicht. Es gibt überhaupt nur andere Sichtweisen, das heißt subjektive Meinungen, die sich jeder einzelne Mensch mit seiner Urteilskraft bildet. Darunter ist auch ein Blödsinn wie der Glaube an was auch immer für eine Natur des Menschen. In Sachen logischer Folgerichtigkeit aber gibt es keine andere Sichtweise. Etwas ist entweder unlogisch oder logisch. Davon unabhängig sind die verschiedensten Prämissen und Prioritäten möglich. Wird aber ein und derselbe Gegenstand angenommen, in diesem Fall der Mensch, dann ist es völlig egal, mit welcher Eigenschaft dieses Wesen von Mensch bekleidet wird. Man hat es immer mit einem abstrakten Spuk zu tun, an dessen Existenz jemand, aus welchen Gründen auch immer, glauben will, nicht aber mit einem Wissen, einer Erkenntnis oder einer Wahrheit. Wäre die Identität ein und derselben Sache möglich, dann wäre auch objektives Wissen begründbar. Dann hätte auch die Moderne und der Rationalismus und die Universallogik ihre Berechtigung. Weil die Selbstidentität als logisches Grundgesetz aber einen schwerwiegenden Widerspruch enthält, ist überhaupt auch jede Erkenntnistheorie problematisch, die darauf aufbaut. Ein und derselbe Gegenstand wäre der Gegenstand an sich. Fällt diese Bezugnahme weg, dann gibt es nur die verschiedenen Sichtweisen. Welchs Argumentation funktioniert nur auf objektivistischer Basis, wenn die verschiedenen Sichtweisen des Menschen vom selben Gegenstand handeln. Aber das tun sie nicht, weil dieser selbe Gegenstand eine Erfindung ist. Das Licht, von dem Welsch redet, ist das Licht des mit sich selbst Identischen, von ein und demselben Gegenstand. Ohne diesen auch kein Licht, kein Kriterium, nach dem man beurteilen könnte, ob eine Sichtweise überhaupt Licht besitzt. Welsch ergreift für das Viele und gegen das einzige Partei, aber seine Ausgangsposition ist eine absolute. Er redet vom Vielen an sich wie vom Einzigen an sich. Gerade dieses einzige, das unverwechselbare Individuum, das Besondere, wollen Lyotard und Adorno ja gegen die logische Zurechtmachung in Schutz nehmen. Es ist gerade die Berücksichtigung der individuellen Umstände und nur diese allein, die dem Begriff von Wahrheit, Gerechtigkeit oder Menschlichkeit überhaupt erst einen Sinn geben. Das, was der einzelne Mensch unter Wahrheit, Liebe, Gott und Teufel versteht, ist etwas anderes als eine totalitäre Definition von einem elitären bzw. autoritären Zentrum aus. Einmal abgesehen von der schlechten Begründung, dass eine miserable Ordnung immer noch besser ist als gar keine, basieren die herrschenden Denksysteme vom Prinzip her alle auf einem Absolutismus, weil in ihnen die Allgemeinheit das Richtmaß darstellt und von da aus sozusagen top-down am Ende der Stufenleiter irgendwann das Individuum erscheint, als ein Wesen, das der Allgemeinheit sozusagen aus der Rippe geschnitten ist. Wie sehr dieses Dogma auch in der Rechtsprechung verankert ist, zeigt ein Zitat von Felix Dahn aus seinem Buch Die Vernunft im Recht von 1879 auf Seite 18. Dort heißt es: Grundgesetz des menschlichen Denkens ist die Subsumption des Einzelnen unter das höhere Allgemeine. Unerträglich ist dem Menschen eine gegen diese notwendige Subsumption verstoßende irrige Subsumption.
Das Unrecht, das Unwahre, das Unschöne ist begriffswidrig unlogisch. Zitat Ende. Die Freiheit des Einzelnen wird zwar immer wieder werbewirksam gepriesen, aber sie ist so selten wie ein größerer Lottogewinn oder eine Karriere als Popstar. Als Motivation zur Anpassung aber vorzüglich geeignet. Die Ordnung der Allgemeinheit ist eine Ordnung der Sicherheit bzw. des Sicherheitsgefühls, das von der Regelmäßigkeit und Gleichheit der Dinge ausgeht. Dabei wird auf Kosten von praktischen Gründen der Bürokratisierung und Automatisierung die Freiheit des Individuums beschnitten. Eine ökonomische Zwecksetzung bestimmt das Geschehen. Das Prinzip der Allgemeinheit ist überhaupt in erster Linie ein ökonomisches, im Sinn einer Verringerung von Aufwand. Die Ökonomie wird aber nicht primär als ethisches Unternehmen verstanden. Die Effizienz des Systems steht im Vordergrund, mit einem undefinierten Wohl der Allgemeinheit als Alibi. Wenn die Postmoderne gegen die Einheit im Namen der Vielheit und gegen die Identität im Namen der Differenz Partei ergreift, dann wird dabei aber der Kardinalfehler der Moderne, die unzulässige Verallgemeinerung, wiederholt. Das Prinzip der Einheit wie das der Identität kann an der richtigen Stelle durchaus sinnvoll sein, und mit der Vielheit und der Differenz ist es nicht anders. Wenn individuelle Umstände berücksichtigt werden und die eigene Urteilskraft, mit der die jeweilige Situation eingeordnet wird, eine Rolle spielen, lässt sich auch Zweck rational vereinheitlichen, identifizieren oder differenzieren. Jedes an sich als totalitärer Übergriff, als Terror verdient Ablehnung, und das gilt auch für das an sich der Vielheit und der Differenz bzw. der Inkommensurabilität. Welsch macht den Fehler aller Positivisten, Realisten und Empiriker, dass er ungeprüft Sachverhalte und eine Sachstruktur als gegeben annimmt. Die Vielheit soll fundamentaler sein als die Einheit, aber Vielheit, Einheit, Unterschied oder Gleichheit sind Werturteile und keine Merkmale und Eigenschaften der Dinge selbst. Pluralität ist keine Eigenschaft der Welt, wie Welsch meint, und keine Erfindung von Menschen, die einfach nur in Ruhe gelassen und so sein wollen, wie sie sind. Wenn Pluralität einfach ist und keine zweckrationale Abstraktion, dann bleibt weiter das Prinzip einer übergeordneten Instanz und Autorität gültig, die sich objektive Wirklichkeit nennt. Ziemlich dreist ist es auch, wenn Welsch seine Schlüsselerfahrung von der Gleichberechtigung heterogener Ansichten zum Kriterium dafür erklärt, ob ein Redner kompetent ist oder nicht. Wer seinem verqueren Relativismus nämlich nicht folgt, hat ein trübes Bewusstsein. Das erinnert doch sehr an Karl Marx und sein objektiv falsches Bewusstsein. Der Wunsch ist auch Vater des Gedankens, wenn Welsch meint, dass die heutige Öffentlichkeit sensibel geworden ist für die plurale Struktur der Wirklichkeit und dass künftige Menschen in einer polyperspektivischen Welt leben werden, die unfassbar, aber überschaubar ist und in der Wissen immer vorläufig bleibt. Fehlt nur noch die im alten Griechenland geforderte skeptische Enthaltung des Urteils, damit man für die realen Machthaber möglichst keine Gefahr darstellt. Die Vielheit bzw. die Diversität ist bei Welsch die Grundstruktur der Welt. Aber das ist Unsinn. Er selbst kann sich alles Mögliche für seine eigenen Zwecke strukturieren, einteilen, klassifizieren, wie er will. Aber es gibt keine von subjektiven Zwecken unabhängige, objektiv neutrale Struktur oder Klassifikation.
Es ist egal, ob man die Wirklichkeit als homogen oder heterogen, harmonisch oder dramatisch, einheitlich oder divers strukturiert bezeichnet, wie das Postmoderne gern tun, weil man es dabei immer mit einer Wirklichkeit an sich zu tun hat. Eine solche Struktur kann aus pragmatischen Gründen durchaus angenommen werden, wenn nur nicht behauptet wird, dass sie tatsächlich existiert. Wenn Welsch die Einheit nahtlos gegen die Vielheit eintauscht, ersetzt er lediglich ein absolutes Prinzip gegen ein anderes. Es ist weiterhin eine erschlichene Allgemeingültigkeit am Werk, die keiner Anerkennung bedarf, sondern als an sich geltend zu befolgen ist. Ein anderes Beispiel, das auf demselben logischen Irrtum beruht, findet sich bei Chris Lorenz in seiner Konstruktion der Vergangenheit von 1997, Seite 28 folgende. Verglichen werden zwei Aussagen, einmal die eines Pariser Dienstmädchens, die da lautet: Gestern haben sie meinen König ermordet, und die eines jakobinischen Magistrats, der gesagt hat: Gestern wurde der Bürger Louis Capet hingerichtet. Dargestellt werden so zwei unterschiedliche Perspektiven, die sich beide auf ein und dieselbe Tatsache, wie es heißt, beziehen, die unzweifelhaft als Wahrheit feststeht. Der logische Fehler, der hier begangen wird, liegt darin, dass von einem Umstand, der sich schwerlich bezweifeln lässt, nämlich dass ein Mensch tot ist, mit den allgemein akzeptierten Merkmalen eines Todes als gemeinhin akzeptierter Tatsache und Wahrheit, auf ein allgemeingültiges Erkenntnisprinzip geschlossen wird, das auch für andere sogenannte Wahrheiten und Tatsachen zutreffen soll. Louis Capet und Ludwig XVI. Sind aber nicht dieselbe Person, auch wenn an sich nur ein Mensch hingerichtet wird. Es handelt sich nicht in beiden Fällen um eine objektiv wahre Aussage. Für den Magistrat ist der Bürger hingerichtet worden und für das Dienstmädchen der König. Gäbe es eine universale Existenz, eine Erkenntnis an sich, dann wäre der Bürger nicht mit dem König logisch inkommensurabel. Man kann nur Bürger sein oder König, aber nicht beides zusammen. Sobald eine Konvention bzw. eine subjektive Bedeutung mit objektiven Tatsachen oder Wahrheiten verwechselt wird, erschleicht sich jemand eine Allgemeingültigkeit, die nicht logisch widerspruchsfrei begründet werden kann. Davon abgesehen gibt es nicht einmal einen neutralen Grund bei der Feststellung einer Todesursache, wenn man an die Streitigkeiten in Bezug auf eine Organspende denkt, wo die einen den Hirntod, andere den Herztod bevorzugen. Die Frage kann letztlich nur unter ethischen Gesichtspunkten entschieden werden. Nicht selten dienen auch irgendwelche indigene Völker als Beispiel für eine gleiche Gültigkeit von Weltanschauungen, wobei dann der archäologische Standpunkt mit seiner zivilisatorischen Entwicklungsgeschichte als Ideologie betrachtet wird. In einem solchen Pluralismus wird nicht logisch zwischen Verstand und Emotion unterschieden, so dass wildes und wissenschaftliches Denken auch logisch auf einer Ebene stehen. Das ist aber nicht der Fall, weil man es mit inkommensurablen Prämissen zu tun hat. Indigene Völker und Wissenschaftler lassen sich aber auf einer menschlichen Ebene vergleichen. In beiden Fällen hat man es mit Menschen zu tun, die Anschauungen haben. Wieso nicht? Als Mensch mit irgendwelchen Ansichten ist der eine Mensch so gut wie der andere, gleichberechtigt, wenn man so will. An sich betrachtet lässt sich von einer Pluralität eines Vexierbildes sprechen, weil dieselbe Zeichnung einmal als Landschaft, aber auch als Gesicht aufgefasst werden kann.
Aber beides zur gleichen Zeit ist nicht möglich und das ist der Unterschied. Dieselbe Zeichnung oder einfach nur eine Zeichnung gibt es nicht. Man sieht entweder eine Landschaft oder ein Gesicht oder sonst was. Besonders hervorgetan in Sachen Ansichifizierung des Geschehens haben sich die dialektischen Begriffskünstler. Marx nennt es die Notwendigkeit, das Unmögliche zu denken, wenn er dazu auffordert, den Begriff Entwicklung als positiv und negativ zugleich zu betrachten. Eine solche Dialektik ist der Anfang vom Ende der logischen Folgerichtigkeit und die Eintrittskarte ins Wolkenkuckucksheim. Der Bezug zum Subjekt geht verloren, wenn die konkreten Umstände wie der einmalige Ort zu einer einmaligen Zeit sich in eine An-sich-Betrachtung auflösen und in eine Spekulation verwandeln, die zutrifft oder auch nicht. Die Zukunft wird es bringen oder auch nicht. Und genau in diesem Sinn handelt es sich bei dergleichen Objektivitäten, das heißt beim Versprechen einer Allgemeingültigkeit, um einen in der Schwebe liegenden transzendenten Zustand, der weder Fisch noch Fleisch ist, der die Menschen paralysiert, deaktiviert, entsubjektiviert und so zum willfährigen Material für Herrschaftszwecke werden lässt. Lyotard hat immer wieder betont, dass es keine höchste Instanz gibt, die imstande wäre, über alle vorhandenen Sprachspiele das Urteil zu sprechen. Aber genau das passiert, wenn behauptet wird, dass die Wissenschaft nur ein Meinungssystem unter vielen ist, von vielen Möglichkeiten die Welt zu verstehen, so dass Wissenschaft über kein privilegiertes Weltverständnis verfügt. Es wird nicht unterschieden zwischen einer Wissenschaft als Wert und einer logischen Allgemeingültigkeit, sondern die logische Allgemeingültigkeit wird gewissermaßen mit der Wissenschaft identifiziert. Der Wert der Logik besteht darin, dass sich unter bestimmten Voraussetzungen und in Bezug darauf sicher urteilen lässt. Willkürlich ist allein die Setzung des Ausgangspunktes. Man kann anderer Meinung sein, wenn es darum geht, ob ein bestimmter Ausgangspunkt akzeptabel ist oder nicht. Wird eine Voraussetzung aber einmal anerkannt, dann sind damit auch bestimmte Regeln gegeben, die, wenn sie gebrochen werden, auch die Grundannahme hinfällig machen. Die verschiedenen Standpunkte, Weltanschauungen, Meinungen sind ohne ein höheres Gesetz gleichberechtigt. Aber innerhalb eines Sprachspiels, das Regeln hat, gibt es diejenigen, die das Spiel besser und solche, die es schlechter spielen. Das heißt, den Zweck, den Nutzen, der dabei verfolgt wird, sehr gut erreichen oder nur so lala oder eben gar nicht. Nehme ich die logische Widersprüchlichkeit als Maßstab, dann kann ich auch die verschiedenen Weltverständnisse durchaus miteinander vergleichen und unterteilen, zum Beispiel in solche, bei denen ein folgerichtiges Denken überhaupt keine Rolle mehr spielt, und solche, bei denen für mein Dafürhalten immer noch zu viele logische Ungereimtheiten stattfinden, und wiederum solche, die weitestgehend akzeptabel sind, so dass sich das gemeinsame Ringen um eine konstruktive Kritik lohnen könnte. Ein solcher Vergleich der verschiedenen Auffassungen lässt sich auch im Verständnis bestimmter Begriffe durchexerzieren. Herr Welsch nimmt zum Beispiel von Kant die Auffassung her, dass es die Vernunft nur im Plural gibt. Zum Beispiel eine reine, eine praktische. Am Ende kommt es dann noch zu einer ästhetischen und sogar religiösen Vernunft. Und man muss sich nicht wundern, wenn in diesem Fahrwasser dann plötzlich von einer emotionalen oder gar einer Muskelintelligenz die Rede ist. Welsch nimmt insgeheim an, dass da so etwas wie ein höherer Geist einer Vernunft an sich existiert, etwas, das die reine Logik und die praktische und so weiter
gemeinsam haben, so dass die praktische oder reine Vernunft davon sozusagen Ableger sind. Der schlechte Ruf des Skeptizismus rührt auch von demselben Irrtum her, dass geglaubt wird, dass es so etwas wie ein objektives Wissen überhaupt gibt. Erst die Bezugnahme auf eine fiktive Objektivität macht den Skeptizismus zum Skeptizismus, der ohne diese Objektivität überhaupt keinen Sinn macht. Nichts spricht dagegen, von einem ästhetischen oder von einem religiösen bzw. praktischen Interesse zu sprechen, ohne dass dabei der Begriff Vernunft mit im Spiel ist. Die Vereinigung dieser Interessen oder Zwecke unter einem gemeinsamen Begriff wie Vernunft ist ja gerade so ein Zug aufs Ganze, auf die Einheit, die Lyotard so gern ablehnt. Es hat also wenig zu bedeuten, wenn man die Postmoderne als Zustand feiert, in dem die verschiedensten Lehren, Richtungen und Wahrheiten gleichermaßen anerkannt sind und sozusagen Glaube und Atheismus, Gefühlsanarchie und alle möglichen Meinungen nebeneinander bestehen, wie es bei Paul Valéry heißt. Ein solcher Pluralismus ist nichts als ein wilder Haufen als Resultat der Abschaffung des Absolutismus. Wirklich gewonnen ist dabei gar nichts, denn ohne eine ethisch legitimierte Ordnung werden schließlich wieder nur die natürlichen Kräfte das Geschehen bestimmen, ausgestattet mit einer sophistischen Rhetorik, die aus der Gefühlsduselei einfacher Menschen eine täuschend echte Einigkeit zaubert.